Hallo liebe Freunde und willkommen hier bei Zombieland Frank Stein zu einem absolut subjektiven Review von Astro Prospector. Astro Prospector ist ein Weltraum-Arcade-Shooter, dessen Forschung sich inkrementell, also schrittweise aufeinander aufbauend, auf die Stärke des eigenen Schiffes in der nächsten Mission im nächsten Sektor auswirkt. Die Geschichte ist einfach und wird zu Beginn als Bildergeschichte erzählt. Space Corp hat den Menschen den Astro-Kaffee weggenommen und unendlich teuer gemacht. Und wir sind ein junger Space Rebel, der sich aufmacht, um den Astro-Kaffee wieder zurückzuholen. Dabei kämpfen wir uns durch 5 Sektoren, die jeweils eigene Schwierigkeiten mitbringen, mit jeweils 5 Zonen, an deren Ende jeweils ein Boss wartet. Wenn wir den Endboss besiegt und allen Menschen und Maschinen den Astro-Kaffee zurückgebracht haben, sind wir der Kaffeeengel und alle sind glücklich und zufrieden, was uns zum Ausklang erneut mit einer kleinen Bildergeschichte erzählt wird. Zwischen den einzelnen Einsätzen können wir mit von Kaffeeroiden geernteten Kaffeebohnen, aber auch mit allerlei sonstigem Material unsere Forschung vorantreiben und uns damit das Leben spürbar leichter machen bzw. überhaupt erst ermöglichen. Was könnte wohl besser sein? Nun, was ich bei Astro Prospector ein wenig vermisst habe, ist ein einstellbarer Schwierigkeitsgrad. Wer meine Videos gesehen hat, der weiß spätestens jetzt, dass ich nicht mehr so reaktionsschnell oder auch reaktionsgenau bin wie manch jüngerer Spieler. Dadurch haben sich manche Levels bei mir etwas hingezogen und ich habe offline mit ein wenig Grind für mehr Forschung nachgeholfen. Tatsächlich war ich durch die Schwierigkeit zwischendurch sogar etwas frustriert und habe beinahe einen Rage Quit durchgeführt. Nun ja, nach etwas Grind hat sich dieser Frust zwar aufgehoben und sogar ins Gegenteil verwandelt, aber es gab eben diese Phase, die einen schon zur Aufgabe, Rage Quit, hätte bringen können. Was im Nachhinein echt schade gewesen wäre, denn letztlich war ja alles machbar. Wenn auch mit vielen Anläufen, die es natürlich nicht alle in die Videos geschafft haben. Besonders gefallen hat mir zuerst einmal die Bildergeschichte am Anfang und natürlich auch die am Ende, welche dann den Rahmen und den Grund für die Mission erzählen. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es an dieser Stelle schon kein Zurück mehr, denn schließlich geht es um Kaffee. Und da verstehen wir keinen Spaß. Weiterhin ist die Forschung gut gemacht. Sie ist sehr vielschichtig und verlangt unterschiedliche Ressourcen, aber man spürt merklich die Verbesserungen, die man erworben hat, so man sie denn einzusetzen weiß. Letzteres war bei mir nicht immer der Fall, aber versuche es selbst und lass mich wissen, welches Upgrade du am besten fandest. Für mich waren es auf jeden Fall die Laser und der Grundschaden sowie die Türme. Aber auch die Monde, die Bomben und nicht zu vergessen die Impulswelle bieten hervorragende Möglichkeiten, wenn man sie richtig einsetzt. Und wer besser als ich in der Steuerung ist, was zugegeben nicht allzu schwierig sein sollte, dem gefällt bestimmt auch jedes kleine bisschen an Geschwindigkeit und der geht mit dem Boost so richtig auf. Außerdem hat der Entwickler einen feinen Humor. Schaut euch einfach jede Forschung genau an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Kommen wir zum Fazit. Ich habe für meinen Durchlauf in Astro Prospector etwa 10 Stunden gebraucht. Der überwiegende Teil war gut und hat Spaß gemacht, ein kleiner Teil war Frust und Grind. Wenn man jedoch bedenkt, dass der Entwickler die ungefähre Spielzeit mit etwa 5 Stunden, also der Hälfte der von mir benötigten Zeit, angibt, sollte bei den meisten von euch der Teil mit dem Grind kaum ins Gewicht fallen. Sagt mir gerne, wie lange ihr für euren Durchlauf gebraucht habt. Ich habe in meinem Durchlauf 41 von 45 Steam-Errungenschaften erreicht. Das sind 91%. Und für mich ist das Spiel in dieser Hinsicht durchgespielt. Denn die verbleibenden 4 Errungenschaften sind bekannt, aber für mich unerreichbar. Und das scheint vielen anderen Spielern
auch so zu gehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr alle Errungenschaften erreicht habt. An dieser Stelle für diejenigen schon mal herzlichen Glückwunsch. Ich habe Astro Prospector für 4,50 € bekommen und fühle mich damit gut unterhalten. Für mich persönlich hält sich der Wiederspielwert eher in Grenzen. Man bekommt allerdings am Ende seines Durchlaufs eine kleine Statistik zu seiner Spielzeit, den eingesteckten Treffern und der Anzahl seiner Tode angezeigt. Wer diese Zahlen für sich selbst verbessern möchte, wird die Sache mit dem Wiederspielwert natürlich anders einschätzen. Abschließend kann ich sagen, dass mir das Spiel Spaß gemacht hat, auch wenn Arcade-Shooter normalerweise nicht zu meinen bevorzugten Spielen gehört. Fans von Arcade-Shootern dürften hier für kleines Geld auf jeden Fall ihren Spaß haben. Was sagt ihr zu diesem Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Hat euch dieses Review zu Astro Prospector gefallen? Dann gebt ihm einen Daumen hoch und einen netten Kommentar. Habt ihr Ideen, was ich noch spielen, streamen und reviewen könnte? Auch das gern in die Kommentare. Wer künftige Videos nicht verpassen will, lässt gerne noch ein Abo da. Und wer nochmal in das Spiel reinschauen will, der findet hier meine Playlist für die komplette Kampagne von Astro Prospector. Bis zum nächsten Mal, euer Zombelein Frank N. Stein.